Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch wieder mal einen Füllfederhalter eines chinesischen Herstellers vorstellen. Der chinesische Hersteller ist mir so ein bisschen ans Herz gewachsen, weil er immer hervorragende Füllfederhalter macht. Und diejenigen, die meine Videos so ein bisschen kennen, die werden sich schon vorstellen können, um welchen Hersteller es heute wieder geht. Es geht wieder mal um Hongdian. Ich habe mir den Hongdian 1837 Magpie gekauft. So sieht er aus. In dieser Tüte kam er an. Ja, und wie immer will ich euch so ein bisschen was über den Füller oder den Füllfederhalter erzählen. Also euch ein bisschen beschreiben. Und dann will ich euch natürlich mitteilen, wo ich ihn gekauft habe, was ihr dafür anlegen müsst. Und dann will ich euch Maße und Gewicht mitteilen. Dann machen wir eine Schreibprobe. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee hier bei Ink Up Your Pen. So kam er hier bei mir an. Natürlich war da noch der Umschlag drum, den typischen Umschlag, den ihr alle von Füllfederhaltern aus China kennt. Und ja, in dieser, ich sag mal, Plastik- oder Kunststofffolie, ist er drin. Und hier gibt es so einen Strichcode, dann eine anscheinend Modellbezeichnung, was A92 bedeutet, kommt sonst in dem Titel oder in dem Namen des Füllfederhalters nicht vor. Dann haben wir hier noch ein paar chinesische Zeichen drauf, 18K. Ob damit gemeint sein könnte, dass die Feder 18 Karat vergoldet sein könnte, kann ich nur mutmaßen, da ich den Rest der Zeichen nicht erklären kann. Ja, dann nehmen wir ihn am besten mal raus. Diese Plastik-Kunststoffhülle brauchen wir nicht mehr. So sieht er aus, der Füllfederhalter. Klassischer Stil. Hier sehr schön bemalt. Nach Angaben des Verkäufers ist der Füllfederhalter handgezeichnet. Also dieses Muster, was ihr hier drauf seht. Auf dem 1837 Magpie. Magpie heißt Elster und hier seht ihr auch den Vogel. Das ist die Elster eben, die hier dargestellt ist. Ja, kann ich nicht einschätzen, ob das wirklich handgezeichnet ist oder handgemalt ist. Erinnert mich so ein bisschen an die Cloisonné-Technik. Es ist nicht erhaben, aber so vom ganzen Bild her gibt es eben auch, ihr kennt eins meiner anderen Videos, da habe ich einen Füllfederhalter mit Cloisonné-Technik oder in Cloisonné-Technik vorgestellt. Daran hat es mich ein bisschen erinnert oder auch an Maki-e, das ist diese japanische Handwerkskunst, bei der dieses Muster mit einer Sprenkeltechnik aufgebracht wird. Also beides ist möglich. Ob es wirklich so ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich kann es mir kaum vorstellen, weil der Füllfederhalter kostet bei AliExpress inklusive Versand ca. 16 €. An der Stelle folgt gleich wieder der Hinweis, ich bekomme nichts von AliExpress, ich bekomme auch nichts von Hongdian dafür, dass ich euch den vorstelle, sondern mir geht es einfach darum, dass ihr einen interessanten und aus meiner Sicht ja, ich sag mal, sehenswerten Füllfederhalter hier vorgestellt bekommt und dann selbst eine Entscheidung treffen könnt, ob ihr euch den auch zulegen möchtet. Ja, okay, so viel erstmal zur allgemeinen, ich sag mal, Vorbesprechung. Jetzt schrauben wir einfach mal die Kappe ab. Mal gucken, wie lange das dauert oder wie viele Umdrehungen das sind. Jetzt sind wir bei einer. Nach einer Umdrehung ist die Kappe ab, also sehr schön. Füllfederhalter legen wir erstmal nebenhin. Ja, dann beschäftigen wir uns gleich mal mit der Kappe, also Metallkonstruktion mit Innenkappe, Kunststoff-Innenkappe, wie ihr hier seht. Schwarzes Metall, schwarz-golden, klassischer Füllfederhalterstil, sehr schön aus meiner Sicht. Ja, hier mit dem Kappenkopf und dem entsprechenden Endstück hier oben, an dem hier mit dem Ring, mit dem Metallring, das sieht mir alles aus wie Messing, aber hundertprozentig sicher bin ich ja nicht. Ist auf jeden Fall Metall, ist schwer, sieht sehr schön verarbeitet aus. Mal gucken, ob der Clip funktional ist. Ja, ich würde sagen gerade so. Also muss man schon
Muss schon ein bisschen ziehen, aber ich würde sagen, gerade noch so in der Grenze, wo ich sage, der ist durchaus funktional. Ja, auch hier, hoppla, zum ersten Mal runtergefallen, klassisch gestaltet, keine besonderen Merkmale dran, aber sieht sehr gut aus. Ihr könnt es hier sehen, spiegelt sich alles sehr schön, da seht ihr auch meine Kamera. Ja, insofern sehr schön. Hier auch gebrandet die Kappe mit Hongdian und dem Hongdian-Logo in der Mitte. Sieht man hier auch sehr schön. Hier hinten an dem Band hier unten auch die Modellnummer 1837. Also wirklich hochwertig verarbeitet. Sieht sehr gut aus, schraubt sich auch sehr gut. Also da gibt es keine Probleme. Und einzige Sache, die ich auch immer wieder anspreche, ihr seht es hier, wir haben hier ein Kunststoffgewinde hier drin und hier haben wir ein Metallgewinde. Ob das was bei der Haltbarkeit macht, das werden die nächsten Jahre zeigen. Okay, dann schauen wir uns mal den Füllfederhalter an. Fangen wir mal mit der Feder an. Ich finde, die Feder ist hier sehr schön gestaltet. Hongdian gibt sich immer viel Mühe mit der Gestaltung der Federn. Wir haben also hier die Feder beschriftet mit 1997. Darunter das Logo von Hongdian. Dann Lantian, Liu Shui, C Yang und dann EF für extra fein. Ich kann euch das nicht übersetzen. Ich habe das versucht, über Google Übersetzer herauszubekommen. Mir ist da nichts Sinnvolles angezeigt worden in dieser Kombination. Jetzt wird sich der eine oder andere wundern, Moment mal, EF, das ist eigentlich gar nicht so der Stil hier bei Ink Up Your Pen und ich betone es ja auch immer wieder, dass ich eher die etwas breiteren Federn mag und mir das eigentlich besser gefällt, weil die auch zumeist sehr weich sind dann und ein schönes Schriftbild geben. Hier war es so, dass der Händler da zufällig ausgewählt hat. Also er hat das auch in sein Angebot reingeschrieben bei AliExpress, dass die Federn oder dass die Bestückung der Federn random ist, also zufällig und dann eben auch so verschickt wird. Und ja, ich habe das in Kauf genommen, hätte mir natürlich, wenn ich die Wahl gehabt hätte, mindestens oder bei chinesischen Herstellern ist das ja meistens dann schon die Größe, die dann möglich ist, eine M-Feder genommen. Aber hier, wie gesagt, hatte ich keinen Einfluss drauf. Feder sehr schön gestaltet, ob das jetzt wirklich 18K Gold-plated auf der Feder selber steht es nicht, aber kann ich nicht sagen. Aber man muss sagen, eine wirklich schöne Feder, typisch Hongdian, gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, ja, Griffstück, auch Metall, vielleicht vergoldet, vielleicht Messing. Liegt gut in der Hand. Ihr seht schon, das ist kein Riesenfüllfederhalter. Zu Maßen und Gewichten kommen wir später. Aber ich kann euch schon mal sagen, auch hier kein Problem mit dem Griffstück. Wer so ein bisschen Bedenken mit Metallgriffstücken hat, aus meiner Sicht sind sie auch hier unbegründet. Das Griffstück ist in keinster Weise rutschig, sondern der Füllfederhalter liegt sehr gut in der Hand. Ja, dann schrauben wir mal auf. Hier auch wieder mit einem Silikonring abgepuffert. Hier haben wir jetzt Metallgewinde auf Metallgewinde. Insofern sehr langlebig. Konverter war dabei. Der ist hier nicht gebrandet von Hongdian. Ich habe den schon mal befüllt, den Füllfederhalter. Ich habe mich für Lamy T52 Bronze entschieden. Und ja, so sieht das Griffstück dann aus und der Konverter. Und finde, ist ganz gut verarbeitet. Dann schauen wir uns nochmal den Schaft an. Ja, das ist natürlich hier, ich drehe es mal rum, weil dann steht der Vogel nicht Kopf sozusagen. Das sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Also hier diese Magpie, diese Elster, das sieht toll aus. Das ist sehr schön bemalt, finde ich. Gucken, ob das hier so schön rauskommt für euch. Ja, ich glaube, hier sieht man das sehr gut. Also das sieht schon sehr gut aus. Also diese Schriftzeichen, so, die kann man hier so besser sehen, wenn ich so ein bisschen kippe. Die kann ich nicht lesen. Keine Ahnung, was da drauf steht. Sieht aber alles sehr gelungen aus, muss ich sagen. Hier unten sind auch noch mal ein paar Schriftzeichen. Ja, also wirklich sehr, sehr schön bemalt, muss man sagen.
Okay. Ja, dann hier am Schaft, Abschlussstück auch klassisch, dürfte Kunststoff sein. Der Rest hier ist aus Metall, seht ihr schon, lackiert und bemalt. Angeblich, wie gesagt, von Hand bemalt. Okay, müssen wir erstmal so hinnehmen. Ja, alles sehr, sehr klassisch dargestellt. Sehr schön, sehr ansehnlich. Macht was her, finde ich, sieht sehr gut aus. Können wir gar nichts Negatives drüber sagen. Teile passen sehr gut zusammen, nirgendwo scharfe, gerade, irgendwelche Ecken, irgendwelche Kanten. Also alles sehr, sehr schön. Okay, so viel dazu. Und dann kann ich euch an der Stelle gleich sagen, wie so Maße und Gewicht sind. So im geschlossenen Zustand, da misst der Füllfederhalter 13,6 cm. Also ist kein Riese, aber ist ein schöner, kräftiger Füllfederhalter, aber so ein bisschen, ja, ich sag mal eher kräftig als groß. Und aufgeschraubt, so wenn man in der Hand hält, seht ihr, passt gerade so in meine recht große Hand. Dafür ist es völlig in Ordnung, hält sich auch sehr bequem. Ohne Kappe misst er 12,1 cm. Und aufgesteckt, das geht auch. Ich weiß nicht, inwiefern da unten dann irgendwann das Bild hier drunter leidet, weil das geht hier schon ziemlich genau drüber. Aber ihr seht, wenn ihr den hier so ein bisschen aufsteckt, der hält recht fest, da habt ihr kein Problem mit. Und aufgesteckt wird er dann schon sehr groß, da misst er 16 cm. Und er ist auch kein Leichtgewicht. Befüllt mit Tinte und mit dem mitgelieferten Konverter wiegt er 55,3 Gramm. Okay. So viel zur Beschreibung des Füllfederhalters und zu Maßen und zum Gewicht. Und dann machen wir als nächstes den Schreibtest. Der Schreibtest. Ich werde ihn nicht aufgesteckt benutzen, so wie ich es zumeist mache. Wir haben heute hier vor uns den Hongdian 1837 Magpie. Das heißt Elster. Er hat eine extra feine Feder. Ich denke, das kommt auch so hin. Vielleicht tendiert es ein bisschen Richtung fein, das mag sein. Aber im Wesentlichen kommt es so ganz gut hin. Tinte ist Lamy. T52 Bronze. Und das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay. Dann könnt ihr jetzt wie immer mal hören, wie der Füllfederhalter sich hier über das Papier bewegt. Ja, ich denke, ihr habt es gehört. Die Feder gibt natürlich ein gewisses Feedback. Das ist eine extra feine Feder. Da muss man einfach sagen, dafür, dass es eine extra feine ist, auch wenn sie im Schriftbild so ein bisschen zum Feinen tendiert, muss man sagen, gibt sie relativ angenehmes Feedback. Also wie gesagt, ich bin kein großer Freund der feinen oder extra feinen Federn, aber hier muss ich sagen, ist wirklich recht angenehm, damit zu schreiben. Hätte ich so nicht erwartet. Er liegt auch gut in der Hand, der Füllfederhalter. Wie gesagt, hier nicht rutschig. Hat sich hier alles so bestätigt. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen und dann schauen wir mal, ob er sofort da ist und wir probieren mal schnelles Schreiben und schauen mal, ob der Tintenfluss mitkommt. Ja. Ihr seht hier kein Problem. Das ist jederzeit ist die Feder und der Tintenfluss in der Lage, der schnellen Schrift zu folgen. Dann versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Mal gucken, wie das wird mit einer extra feinen.
Ja, nicht wirklich schön, aber auch nicht wahnsinnig kratzig. Man muss wieder sagen, Hongdian hat hier wieder eine hervorragende Feder gemacht. Es hält durch, auch verkehrt herum, aber ist jetzt nicht mein Favorite, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber man muss sagen, die Feder von Hongdian ist wieder ganz, ganz klasse. Auch in der extra feinen Variante. Dann versuchen wir mal ein bisschen Variation in diese Feder hereinzubekommen. Mal gucken, was da passiert. Ja, das geht doch. Wenn man hier schaut und hier schaut, sieht doch ganz gut aus. Oder hier und hier. Also ein bisschen Variation bekommt man hinein. Dann schauen wir uns nochmal den Tintenfluss an. Ja, auch der ganz hervorragend, muss man sagen, für diese Feder. Sehr schön. Okay, so viel. Hier merke ich gerade, hier verkantet es so ein bisschen. Muss ich nochmal probieren. Soll ich das mal hier zeigen? Mit runterhalten? Ne, jetzt ist alles wieder gut. Okay, so viel zum Schreibtest. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hongdian 1837 Magpie. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Hongdian 1837 Magpie? Hier zeige ich ihn euch nochmal. Er ist schwer und wirkt dadurch wertig. Das muss ich sagen, das gefällt mir immer ganz gut. Ist sehr angenehm, liegt er in der Hand. Es ist ein gutes Schreibgefühl, obwohl wir hier von einer extra feinen Feder sprechen, hätte ich so nicht erwartet. Ich habe da deutlich unangenehmes Feedback erwartet. Ich hatte aber wirklich, ihr habt es ja beim Schreibtest selber gesehen, ich hatte wirklich sehr angenehmes Feedback. Also insofern muss ich sagen, die Feder Hongdian, wie immer, herzlichen Glückwunsch, tolle Feder gebaut. Passt hervorragend, ist nicht kratzig, wunderbar. Ja, das Griffstück gefällt mir auch sehr gut, passt hier ganz gut dazu, sieht gut aus, ist auch nicht rutschig. Ja, muss man sagen, ist wirklich ein toller Füllfederhalter. Das ist sehr, sehr gut. Guter Tintenfluss, tolle Feder, schnell schreiben, habt ihr gesehen, kein Problem. Ein bisschen Variation bringt man auch hinein, also ganz klasse. Was gefällt mir weniger? Da wäre einmal, ich habe ihn noch in der Hand, dass dieser Füllfederhalter recht kurz ist. Er ist kräftig, aber es ist kein Riese. Und vor dem Hintergrund ist es für meine Hand gerade so okay. Sonst müsste ich ihn aufgesteckt verwenden, was bei dem Gewicht von 55,3 Gramm insgesamt, glaube ich, nicht so ein angenehmes Schreiben wäre. Aber es geht und er liegt auch gut in der Hand und kleiner dürfte er aber nicht sein. Ich mag ihn aber auch so kräftig, das muss ich auch dazu sagen. Ist so diese klassische Form, ja, Parker Duofold ist so, glaube ich, so das bekannteste, was so in diese Richtung geht. Aber da gibt es ganz viele. Ich will jetzt da keine rausstellen, aber das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ja. Was gefällt mir noch nicht? Das ist eigentlich eine Sache, da kann Hongdian nichts dafür. Das ist die Tatsache, dass der Verkäufer bei AliExpress die Federn zufällig auswählt. Die Feder ist hervorragend, überhaupt keine Frage. Also ich habe hier keine schlechte Feder bekommen. Der Füllfederhalter ist hervorragend. Das muss ich alles sagen. Aber ich hätte mir gern die Feder selber ausgesucht. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich einfach finde, dieser Füllfederhalter ist zu schön, um ihn nicht zu besitzen. Deswegen habe ich mir gekauft. Würde ich ihn mir wieder kaufen? Ich habe lange mit mir gerungen, würde ich ihn mir wieder kaufen? Vielleicht. Liegt einfach daran, aber mehr Tendenz zu ja, weil ich eben die Feder nicht auswählen konnte. Ich kann die ja noch wechseln, insofern, das sind dann ein paar Euro mehr, die ich da investieren muss. Aber der Preis 16 Euro inklusive Versand, da gibt es durchaus Alternativen, bei denen ich die Feder wählen kann. Und so außergewöhnlich ist dieser Füllfederhalter jetzt auch nicht, dass man sagt, das ist eine einmalige Sache. So ein Füllfederhalter wie den habe ich noch nie gehabt. Der ist sehr gut, das will ich gar nicht in Abrede stellen, bitte versteht mich da nicht falsch. Aber es ist nicht so, dass er ja, ich sag mal, über allen anderen steht in dieser Preisklasse. Das ist auch nicht der Fall. Und wie gesagt, ich finde es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man
die Feder auswählen kann, wenn man sich einen Füllfederhalter kauft. Das sind eigentlich so die einzigen Dinge, die ich zu bemängeln habe. Und ja, deswegen eher ein vielleicht, aber ich finde ihn wirklich, schaut ihn euch nochmal an, ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Aber 16 Euro und dann, ja, ich habe beinahe gesagt, die Katze im Sack kaufen, ist es ja nicht. Es ist ja, wie gesagt, ist ja alles in Ordnung und er schreibt auch sehr schön und auch diese Feder ist wieder super gelungen. Aber es ist so ein bisschen eine Wundertüte. Man bekommt den und vielleicht das nächste Mal auch eine ganz andere Feder drauf. Also der Hersteller, sag ich schon, der Verkäufer hat sich da nicht weiter drauf eingelassen. Aber nochmal zurück dazu zum Hongdian. Das ist der Hersteller dieses Füllfederhalters. Das ist wirklich ein toller Füllfederhalter, ist da gelungen. Ja, so viel zum Hongdian 1837 Magpie. Mich würde natürlich interessieren, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Vielleicht habt ihr völlig andere Federn bekommen. Vielleicht waren die gebrandet oder nicht gebrandet. Vielleicht habt ihr auch breite Feder bekommen. Sagt es mir in den Kommentaren. Teilt es mir mit. Würde mich freuen, wenn ihr mein Video liked. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.